Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Mittel, das fast schon wie ein kleines Wunder wirkt und gleichzeitig so einfach und unscheinbar daherkommt, dass es viele völlig unterschätzen. Es ist das Wasserstoffperoxid, kurz auch WPO genannt. Vielleicht kennst du es, vielleicht hast du es schon mal irgendwo im Schrank stehen gehabt, meistens in der kleinen braunen Apothekerflasche, oft mit dem Hinweis drauf, dass man damit Wunden gut desinfizieren kann. Doch glaub mir, das ist nur der Anfang einer unglaublich vielseitigen Reise. Ich möchte dich heute mitnehmen und dir zeigen, wie du dieses einfache, klare Mittelchen in deinem Alltag nutzen kannst, um gesünder, leichter und manchmal auch ein wenig entspannter durchs Leben zu gehen. Und ja, ich verspreche dir, du wirst am Ende dieser Folge mindestens 5 neue Ideen haben, bei denen du dir denkst, warum habe ich das nicht längst schon gemacht? Lass uns einmal gemeinsam von vorne anfangen. Wasserstoffperoxid klingt erstmal chemisch und kompliziert, oder? Dabei ist es im Grunde genommen nichts anderes als Wasser mit einem zusätzlichen Sauerstoffatom. H2O2 statt H2O. Wenn es in Kontakt kommt mit Licht oder Wärme, zerfällt es in Wasser und Sauerstoff. Das ist das Gigantische daran, es bleibt also nichts Schädliches zurück. Genau das macht es so interessant, denn dieser zusätzliche Sauerstoff kann Großes bewirken. Er kann Bakterien, Viren und Pilze zerstören, ohne dabei den Körper oder die Umwelt zu belasten. Kein Wunder, dass es seit über 100 Jahren in Medizin, Haushalt und Naturheilkunde genutzt wird. Vielleicht fragst du dich, was das nun im Alltag für dich bedeutet. Ganz einfach. Du hast hier ein Mittel in der Hand, das dir in sehr vielen Momenten des Alltags hilft. Fangen wir mit dem Thema Mundhygiene an. Du kannst Wasserstoffperoxid in einer sehr stark verdünnten Lösung als Mundspülung verwenden. Es hilft gegen Entzündungen, Bakterien, die schlechten Atem verursachen. Es macht die Zähne ein bisschen heller und das Zahnfleisch freut sich auch. Wichtig ist natürlich, dass du es niemals unverdünnt anwendest, sondern immer mit Wasser mischst. Die optimale Verdünnung sage ich dir nachher noch. Viele Menschen, die damit regelmäßig den Mund spülen, berichten, dass ihre Zähne deutlich weniger Belege und Zahnstein haben und sie sich frischer fühlen. Ein anderes Feld ist die Haut. Kleine Schnittwunden, Kratzer, Pickel oder Hautunreinheiten kannst du mit etwas verdünntem Wasserstoffperoxid vorsichtig betupfen oder noch einfacher, besprühen. Es reinigt, es desinfiziert, es verhindert äußerlich wie innerlich Entzündungen. Manche Menschen nutzen es sogar, um Altersflecken oder Verfärbungen der Haut zu behandeln, wobei hier Geduld gefragt ist. Doch das ist immer noch nur der Anfang. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Küche oder dein Bad ganz ohne aggressive Chemie sauber zu halten? Wasserstoffperoxid kann ein fantastischer Helfer im Haushalt sein. Du kannst damit Oberflächen reinigen, Schneidebretter desinfizieren, Kühlschrankfächer auswischen und sogar die Toilette hygienisch sauber halten. Der Vorteil: Du brauchst keine aggressiven Reinigungsmittel mehr, die oft nach Chemie riechen und die Umwelt belasten. Es zerfällt in Wasser und Sauerstoff, hinterlässt also nichts Giftiges. Und gleichzeitig hast du das gute Gefühl, dass es wirklich sauber ist. Ein kleiner Geheimtipp für deine Wäsche: Wenn weiße Kleidung mit der Zeit grau oder vergilbt aussieht, kannst du etwas Wasserstoffperoxid ins Waschfach geben. Es wirkt wie ein natürlicher Aufheller und macht die Sachen wieder frisch. Besonders Handtücher oder Bettwäsche profitieren davon, weil sie nicht nur heller, sondern auch hygienischer werden. Und auch deine Pflanzen freuen sich über dieses Wundermittel. Stell dir vor, deine Blumen haben Schädlinge oder deine Erde riecht ein wenig muffig. Ein paar Tropfen verdünntes Wasserstoffperoxid im Gießwasser bringen frischen Sauerstoff an die Wurzeln, und die Pflanze kann wieder aufatmen. Viele Hobbygärtner schwören darauf, weil die Pflanzen dadurch kräftiger wachsen und gesünder bleiben. Natürlich, muss ich betonen, dass Wasserstoffperoxid kein Allheilmittel ist. Es ersetzt nicht den Gang zum Arzt, wenn du ernsthafte Beschwerden hast. Aber es ist ein unglaublich starkes Werkzeug für viele kleine Dinge, die dir das Leben viel leichter machen. Und gerade weil es so vielseitig ist, macht es Freude, immer wieder Neues damit auszuprobieren. Lass uns ein paar praktische Ideen durchgehen, die du vielleicht direkt heute oder morgen anwenden kannst. Stell dir vor, du hast Kopfschmerzen, die einfach nicht verschwinden wollen. Manche Menschen tropfen ein wenig verdünntes Wasserstoffperoxid in die Ohren und berichten, dass es ihnen danach deutlich besser geht. Der Kopf wird klar, oder du hast Heuschnupfen und die Nase ist ständig verstopft. Eine sanfte Spülung kann manchmal kleine Wunder wirken. Natürlich alles vorsichtig und in niedriger Konzentration. Und jetzt wird es spannend. Manche verwenden Wasserstoffperoxid sogar zum Inhalieren, um die Atemwege zu befreien. Gerade in Zeiten, in denen viele mit Erkältungen zu kämpfen haben, kann das ein sanfter Weg sein, sich Linderung zu verschaffen. Wieder gilt, niemals pur, sondern immer stark verdünnt. Ein anderer Bereich, in dem du es nutzen kannst, ist die Schönheitspflege. Schon mal darüber nachgedacht,
deine Zahnbürste regelmäßig zu desinfizieren. Ein kleines Glas mit verdünntem Wasserstoffperoxid, Zahnbürste rein, und schon hast du das gute Gefühl, dass keine Bakterien überleben. Oder deine Nagelschere, deine Kämme, sogar Make-up-Pinsel kannst du so ganz einfach reinigen. Kein aufwendiges Desinfektionsmittel, keine langen Einwirkzeiten. Einfach, schnell und effektiv und günstig. Und jetzt mal ganz ehrlich, hast du Lust auf ein bisschen Magie im Alltag? Dann stell dir vor, du füllst eine Sprühflasche mit verdünntem Wasserstoffperoxid und benutzt sie in deiner Küche. Plötzlich glänzen die Flächen, der Kühlschrank riecht frisch, das Obst bleibt länger haltbar, weil Keime keine Chance haben. Die Verdünnung, die du unbedenklich innerlich wie äußerlich anwenden kannst, sollte zwischen 1,5 und 3% sein. Manche sprühen sogar ihr Gemüse damit ein, um es länger frisch zu halten. Und du weißt, es bleiben keine giftigen Rückstände, sondern nur Wasser und Sauerstoff. Ich weiß, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so. Die Natur hat uns hier ein Werkzeug gegeben, das wir oft vergessen, weil es so schlicht aussieht. Keine bunte Verpackung, keine große Werbung, keine riesigen Versprechen. Einfach nur eine klare Flüssigkeit, die still und leise ihren Dienst tut. Und noch etwas, Wasserstoffperoxid hat auch eine symbolische Seite. Stell dir vor, wie dieses kleine Molekül zerfällt und Sauerstoff freisetzt. Sauerstoff, der Stoff, den wir atmen, der uns lebendig macht. Es ist fast wie ein kleiner Energieschub aus der Natur, der uns daran erinnert, dass Reinigung, Klarheit und Lebenskraft manchmal in den einfachsten Dingen stecken. Also, wenn du das nächste Mal in der Apotheke bist oder deinen Haushalt durchgehst, denk daran. Diese kleine Flasche hat das Potenzial, dein Leben ein Stück gesünder, frischer und leichter zu machen. Und das Beste daran ist, dass es so unkompliziert ist. Du brauchst kein Studium, keine teuren Geräte, keine komplizierten Anleitungen. Nur etwas Neugier, ein bisschen Achtsamkeit und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Es gibt noch so viele weitere Anwendungsgebiete, die du entdecken kannst. Manche reinigen damit ihre Kontaktlinsenbehälter, andere schwören auf Fußbäder mit verdünntem Wasserstoffperoxid, weil es gegen Fußpilz hilft und die Haut wieder weich macht. Manche nutzen es sogar, um die Spülmaschine zu desinfizieren oder den Wasserkocher von Keimen zu befreien. Die Liste ist schier endlos, und genau das macht es so spannend. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist die Einladung, dieses kleine Wundermittel mit anderen Augen zu sehen. Nicht als sterile Chemikalie, sondern als kraftvollen Helfer im Alltag. Und wer weiß, vielleicht wirst du schon bald feststellen, dass es dein ständiger Begleiter wird, weil du es nicht mehr missen möchtest. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich freue mich riesig über ein Like. Bis bald und achte gut auf dich.